Also über USB-Touch geht halt nur Touch und über Tuyo kann man auch Objekterkennung machen. Um Tuyo zu haben, muss natürlich sichergestellt sein, dass der kleine Schalter unten auf Tuyo Touch gestellt ist. Das Gerät hat eine feste IP-Adresse, über die es immer erreichbar ist. Und das ist die IP-Adresse 10.0.0.20 im Subnetz 255.255.255.0. Damit wir an diese IP-Adresse rankommen, müssen wir natürlich den verbundenen Netzwerkadapter in das gleiche Netz packen. Dazu müssen wir sicherstellen, dass unser Netzwerkadapter die richtige IP-Adresse hat. Und das machen wir über die erweiterte Netzwerkeinstellung unter Windows 11. Und dort finden wir unseren Netzwerkadapter. Da Internetprotokoll Version 4, Eigenschaften. Standardmäßig stellt Windows das so ein, wie das alle kennen, damit ein neuer Netzwerkadapter sich mit dem Router, den man in der Regel daran schließt, auch sauber verbinden kann. Funktioniert ja alles über DHCP, ist das immer alles auf automatisch gestellt. Man muss aber für die Grundkonfiguration erstmal in diesem Falle die IP-Adresse von Hand festlegen. Wir nehmen standardmäßig bei uns die 10.0.0.21. In diesem kleinen Mini-Netzwerk zwischen Bildschirm und Rechner gibt es keinen DNS-Server, deswegen sind DNS-Optionen auch völlig irrelevant. Jetzt hat unser Netzwerkadapter die richtige IP-Adresse im selben Netz wie der Bildschirm auch. Jetzt können wir im Browser die 10.0.0.20 eingeben und finden dort das User-Interface von unserem Bildschirm. Hier gibt es ein paar interessante Informationen, die recht wichtig sind. Zum einen die Information hier oben, die uns anzeigt, dass wir die Version 6.1.5 vom Touch and Object Assistant benutzen. Wenn man auf dieses Versionslabel draufklickt und der eigene Rechner eine Internetverbindung hat, prüft er auf unserem Server, ob eine neuere Version vorhanden ist. Gäbe es eine neuere, würde das dort oben angezeigt werden und dann stünde da auch, wenn man nochmal klickt, dass das Update installiert wird. Darüber hinaus gibt es die Verwaltung für die Objekterkennungslizenz. In diesem Falle ist es so, dass auf dem Bildschirm keine gültige Lizenz installiert ist. Hier sind die Einstellungen für die Tuyo-Informationen. Das heißt, der Bildschirm schickt ja über das Netzwerk Tuyo Daten an den Rechner. Da muss er natürlich wissen, wo er das hinschicken soll, an welcher IP-Adresse. Ich sagte ja, wir nehmen standardmäßig für unsere PCs die 10.0.0.21. Deswegen sind in den Bildschirmen ab Werk auch bereits 2 Ziele eingetragen, die genau diese IP-Adresse betreffen. Das ist dann einmal der Port 3333, was der Tuyo Standardport ist, auf den eigentlich jede Applikation und jedes Framework, was man standardmäßig betreibt, die Tuyo-Daten über diesen Port abzugreifen. Man kann aber natürlich jeden anderen Port benutzen, wenn man möchte. Ja, aber das ist halt der Standard. Zusätzlich dazu tragen wir noch den Port 3334 ein, dieses kleine Extra-Tool, der Touch Injector, der ja auch Tuyo-Daten empfangen möchte. Der soll nicht mit einer Applikation konkurrieren und deswegen geht es auf einen separaten Port. Den erklären wir aber später. Und dann finden wir im User-Interface lediglich noch den Touch and Object Test. Das ist immer ein guter Test, ob die Hardware grundsätzlich funktioniert. Kannst du nicht einfach andersrum gehen? Denn du latschst dir permanent durchs Videobild. Wir müssen mal kurz warten. Zack, jetzt ist er wieder weg. Touch and Object Test ist im Prinzip der von der Hardware zur Verfügung gestellte Test, ob die Hardware, die Touch und auch die Objekterkennung funktionieren. Wir haben ein Objekt, auch ein ScapeX Shape Invisible Objekt. Das können wir hier draufsetzen und wir stellen fest, es funktioniert nicht. Der Trick dabei ist, wir haben keine gültige Objekterkennungslizenz. Wenn sie zum Bildschirm dazu gekauft wurde, dann kann man hier, wo Klick hier steht, klicken. Wenn man keine gekauft hat, haben wir gesehen, findet er keine. Wenn man eine gekauft hat, und dann wird er sie sich automatisch vom Aktivierungsserver von InterActiveScape holen. Und jetzt ist auch eine gültige Lizenz installiert. Und wenn wir jetzt in den Touch and Object Test gehen, dann wird auch unser Objekt erkannt. Mit Objekten haben wir einige Möglichkeiten, die können wir konfigurieren. Wenn nur genau ein Objekt drauf liegt, dann haben wir die Möglichkeit, zum Beispiel die Tuyo-ID zu ändern. Das Objekt selbst hat eine Unique-ID, die identifiziert das Objekt an sich. Und dann gibt es ja aber eine ID, die über Tuyo signalisiert wird, die Marker-ID. Und die können wir bei den ScapeX-Objekten nach Belieben ändern. Wir können auch die Rotation anpassen. Wenn man die auf 0 Grad setzt, dann wird der aktuelle Drehwinkel des Objektes als 0 Grad definiert. Was wir außerdem noch machen können, ist die Positionierung des Objekts kalibrieren. Angenommen, wir kleben das Objekt unter ein anderes drunter und es ist nicht zentrisch genau in der Mitte, sondern sitzt daneben. Wir wollen aber, dass sich das ganze Ding um seine Mitte dreht. Dann können wir das anpassen, positionieren unser Objekt jetzt optisch. Ich mache das jetzt mal hier extra außerhalb der Mitte, damit wir quasi definieren,
dass der Mittelpunkt des Objektes sich quasi dort außerhalb befindet. Also da ist ja eigentlich die Mitte, aber wir tun jetzt so, als wäre sie dort. Dann stellen wir unser Objekt eben so hin, dass da, wo die Mitte unseres Objekts sein sollte, das sollte die Mitte dieses Musters sein, so wie in diesem Fall, und speichern das Ganze ab. Und jetzt sehen wir, dass das Objekt seine Mitte dort hat. Und wenn wir es drehen, dreht es sich so, als wäre die Mitte da. Und man kann natürlich alles wieder auf Werkseinstellung zurückstellen. Diese Tuyo-Informationen gehen, wie gesagt, alle eingestellten Tuyo-Targets raus. Jetzt wollen wir aber gerne noch unser Windows über Windows Touch steuern und trotzdem unsere Applikation benutzen. Damit man Windows auch über Tuyo Touch steuern kann, gibt es halt ein unheimlich praktisches Hilfsprogramm. Das nennt sich Touch Injector, ist bei GitHub als Open Source Software veröffentlicht. Na gut, dass ich zu dumm bin zum Tippen, musste jetzt nicht zeigen. Funktioniert out of the box, das lädt man sich runter, legt sich auf seinen Rechner und führt im Prinzip die Touch Injector Exe aus und hat dann ein kleines Mini-User-Interface. Standardmäßig, wenn man ihn das erste Mal startet, ist hier der Port 3333 eingetragen, weil ich hatte ja schon gesagt, das ist der Tuyo Standard-Port. Alle Applikationen lauschen auf diesen Port und erwarten dort Tuyo. Aber Applikationen tun das auch. Und der Touch Injector läuft normalerweise, ohne dass man ihn sieht, ganz brav im Hintergrund, macht einen geilen Job, aber man kriegt nichts mit davon, das ist super. Und dann vergisst man das ja schnell. Und wenn der nämlich bei Windows Start aktiv wird, diesen Port 3333 blockiert, dann startet man seine Applikation. Die kann diesen Port natürlich nicht mehr belegen, weil der schon belegt ist und funktioniert dann nicht und dann wundert man sich. Deswegen sagen wir idealerweise dem einfach den Nachbarport geben, 3334. Das muss man einstellen, indem man den Touch Injector, wenn man ihn das erste Mal startet, stoppt. Dann kann man den Port editieren. Man kann ihm noch sagen, starte automatisch mit Windows und dann startet man den Touch Injector und schließt dieses Fenster. Jetzt, wo das Programm läuft, kann man sein System per Touch steuern. Ganz normal und trotzdem funktioniert das Tuyo immer noch hervorragend. Wenn das Gerät auf USB-Touch geschaltet ist, dann zeigt uns der Touch and Object Assistant, dass er kein Touch-Device gefunden hat, weil wir haben ja den Controller direkt an USB und damit an unseren PC geschlossen. Deswegen ist das so. Wenn man Tuyo-USB-Umschalter kontrolliert und dann feststellt, der steht auf USB, dann schaltet man ihn um auf Tuyo. Dann dauert es einen ganz kurzen Moment, bis unser System feststellt, da ist mein Touch-Controller und dann haben wir dort auch eine Hardware-ID. It's so easy. Und im Prinzip so ist das unser Display auf unseren unterschiedlichen Gestell gebaut. Ne? Diese Frage verstehe ich nicht. Ja, egal wo du ihn einbaust, ist es immer so. Was du machst, ist halt, du bekommst deinen Bildschirm, du packst ihn aus, schließt ihn an, gehst ins User-Interface und prüfst, ob deine Hardware das tut. Wenn sie das tut, startest du deine Applikation. Okay. Das war's.